MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. He's gonna have a salt and pepper mustache. That's believable. And his shell is gonna be a little greener. Dexter is the old, kind of ornery cook in the back of the diner. I think he was an ex-bounty hunter, so it added a little grit to it. And I thought a four-armed cook thing would be cool, just because it's a cook in a diner and having four arms would be awesome. So I just put four arms on it. It was very free and open. I kind of sculpted him naked with a little just cook bib, like a little apron. In the concept phase, you just do your version, and what it ends up as, you're just kind of like, whoa, that's cool. Ja Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Ja, aus dieser Szene in Episode 2, Angriff der Klonkrieger, kennt man den sympathischen Dexter Jetster. Das war so circa zu Beginn der Klonkriege, doch was geschah eigentlich mit ihm nach der Order 66 und wie traf Dexter eigentlich Obi Wan? Im Jahr 44 vor der Schlacht von Yavin befand sich Dexter auf dem Planeten Ort Sigurd, auf dem er ein kleines Café hatte. Als auf diesem Planeten Cavanium gefunden wurde, das zum Beispiel zur Herstellung von Durastahl verwendet wurde, kamen viele Firmen auf den Planeten, um dieses abzubauen. Mit diesen Firmen kam auch die Firma Denon Adru Mutual, die daraufhin die Macht über die Regierung des Planeten übernahm. Dexter, der diesem Treiben, das auch das regelmäßige und grundlose Schikanieren der Bewohner zufolge hatte, nicht mehr zusehen konnte, gründete mit mehreren seiner Freunde eine Untergrundorganisation und plante Aktionen gegen das Regime. So kaperten sie das Raffinerieschiff Hardy Harrow und horteten Blaster in Dexters Kantina. Aber ein Senator von Denon informierte nach dem Diebstahl der Raffinerie die Jedi, die daraufhin Obi Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn vorschickten, um den Raub zu untersuchen. Obi Wan lernte hierbei zufällig Dexter kennen, der aufgrund der Jedi-Robe glaubte, seine Organisation sei aufgeflogen. Daraufhin erzählte er Obi-Wan, der von all dem nicht mal etwas geahnt hatte, ausführlich, was seine Organisation alles gemacht hatte, bis er schließlich merkte, dass Obi-Wan von all dem keine Ahnung hatte. Ihre Unterhaltung wurde aber von einigen Sicherheitskräften unterbrochen, die einen kleinen Jungen angriffen. Obi-Wan kam dem Jungen zu Hilfe und zerstörte den Blaster von einer der Sicherheitskräfte. Danach gaben diese auf und die Menge, die das Ganze beobachtet hatte, brach in Jubel aus. Es gelang dadurch den beiden Jedi, die komplette Regierung abzusetzen und die vorherige wieder einzusetzen. Während dieser Wiedereinsetzungszeit blieben die Jedi bei Dexter, die daraufhin eine tiefe Freundschaft zu ihm verband. Bevor Dexter das Dex Diner auf Coruscant eröffnete, war er weit herumgekommen und hatte schon sehr viele Berufe ausgeübt. Er war schon Schläger, Waffenschieber, Koch, Barkeeper und Schmuggler. Die im Laufe seines ereignisreichen Lebens erworbenen Erfahrungen machten ihn zu einer unschätzbaren Informationsquelle. Mit dem Eröffnen dieses Lokals wagte er einen Neuanfang. Berühmt waren seine gefüllten Waffeln, dafür verarbeitete er einfache Esspappe, bohrte 5 Löcher hinein und legte eine Spezialgarnierung drauf. Das Ganze servierte er dann als Sandwich. Er war ein sehr guter Freund von Obi Wan Kenobi, der ihn oft um Rat fragte. Auch Qui-Gon Jinn hatte Dexter gemocht. Nach dem zweiten Mordanschlag gegen Padme Amidala und dem Tod der Kopfgeldjägerin Sam Wessel im Jahr 22 vor der Schlacht von Yavin, suchte der Jedi-Ritter Obi Wan Kenobi Dex Diner auf, um etwas über den Pfeil zu erfahren, der Wessel getötet hatte. Prompt erklärte Dex, der Pfeil stamme von Kamino, einem Planeten jenseits des äußeren Randes. Während der Klonkriege erfuhr Dex von den Plänen von General Grievous, den Planeten Butawi einzunehmen, um so die Republik weiter zu destabilisieren. Er gab diese Information an seinen guten Freund Obi-Wan weiter, der dadurch den Jedi-Rat vor dem bevorstehenden Angriff warnen konnte. Um seinem Freund Obi-Wan eine Delikatesse zubereiten zu können, reiste der Koch nach Draktu. Dort betrat er ein Dorf der einheimischen Drakturianer und sprach mit deren Häuptling, der einen Krieger anwies, den Koch herumzuführen. Die beiden gelangten in einen Wald, wo Dexter kurz innehielt, um sich an einem Stamm anzulehnen. Sein Begleiter deutete ihm aber darauf hin, nach oben zu schauen, und Dexter erkannte, dass der Stamm zu einem riesigen roten Insektoiden gehörte, der die beiden fressen wollte. Der Koch und sein Führer flohen und versteckten sich hinter einer Gruppe von Felsen. Dort geriet der Besalisk, also Dex, in eine Treibsandgrube. Kurze Unterbrechung, Leute, aufgrund von Zeitmangel musste diese Audio in 2 verschiedenen Sessions gemacht werden, und eigentlich habe ich jetzt ziemlich abgefuckte Halsschmerzen. Da ich aber für Samstag noch kein Video habe, muss ich jetzt trotzdem ran. Danke Merkel. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, wenn meine Stimme eventuell manchmal etwas abgefuckt ist. Wenn nicht, dann verpisst euch. Nein, wirklich. Verpisst euch.
So, falls jetzt noch jemand da ist, es kann weitergehen. Wo waren wir nochmal? Ah ja, Treibsandgrube. Der Einheimische rettete ihn, indem er das eine Ende einer Ranke dem Einsinkenden in die Hand drückte und das andere an ein Säugetier festband, welches aufgeschreckt davonrannte. Dabei zog es den Koch aus der Grube heraus. Die beiden setzten ihren Weg zu einer Höhle in den Bergen fort. Dexter zündete einen Glühstab an und der Krieger griff mit seiner Hand in eines der vielen Löcher in der Wand und zog eine draktuvianische Höhlenschnecke heraus. Dexter versuchte ebenfalls sein Glück, erwischte jedoch einen aggressiven Höhlenwurm, der sich mit seinen Zähnen an Dexters Gesicht festklammerte. Während Dexter panisch wurde, schaffte es der Einheimische, den Wurm abzuziehen und Dexter fiel dabei um. Als er auf den Boden aufschlug, sah er zu seiner Freude lauter Höhlenschnecken neben ihm am Boden kriechend. Freudestrahlend steckte er einige Exemplare in ein Glas, verabschiedete sich von den Einheimischen und verließ den Planeten. In seinem Diner auf Coruscant bereitete er das Gericht entsprechend zu und servierte es Obi Wan. Dieser erkannte überrascht die Höhlenschnecken, schaute aber nicht sehr glücklich, er nahm ein Bissen zu sich, kaute darauf herum und erklärte schließlich, dass sie genauso eklig wären, wie er sie in Erinnerung hatte. Und als ob das noch nicht genug war, kam es noch besser. Dexter war halt ziemlich entsetzt und verwirrt und meinte, dass Obi Wan doch gesagt hätte, dass die Schnecken das Beste gewesen seien, was er auf Draktu gegessen habe. Obi Wan verzog das Gesicht und stimmte Dexter zu, meinte aber auch, dass es auf Draktu das ekligste Essen der Galaxis gebe. Gut, er wusste natürlich noch nicht, dass Dexter mehrmals fast abgekratzt ist, um dieses spezielle Essen zuzubereiten, aber wenn man es weiß, ist das schon eine stabile Reaktion von dem Boy. Als Dexter nach der Order 66 seine Kellnerin Hermione Bagwa feuerte, weil sie seinen Druiden WA7 zerstörte, brauchte er einen neuen Angestellten und entschied sich für einen als Kellner in der Unterwelt arbeiteten Ongri, also die Spezies heißt Ongri. Die beiden wurden sehr gute Freunde. Eines Tages zeigte sein neuer Kellner ihm ein Lichtschwert und wollte von Dexter wissen, was es mit dieser ungewöhnlichen Waffe auf sich hat. Der Basilisk klärte ihn über das Vermächtnis der Jedi-Ritter auf. Als Dexters Diner vom Imperium zerstört wurde, besorgte er dem Ongri einen Job in eines der edelsten Restaurants Coruscants. Unwissend darüber, dass sein Angestellter der ehemalige Jedi Coleman Geschah war. Tja, da wurde Dex schon wieder getrollt, aber was auch immer. Nach der Order 66 im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin, der die meisten Jedi zum Opfer gefallen waren, versteckte sich Dexter auf Coruscant. Sein Diner wurde vom galaktischen Imperium zerstört, woraufhin Dex sich in Anführungsstrichen auslöschen ließ. Das heißt, er gab damit seine komplette Existenz auf und wurde inoffiziell zum Anführer der Widerstandsgruppe Die Ausgelöschten. Als Ferus Olin ihn suchte und fand, erklärte Dexter sich bereit, dem ehemaligen Jedi bei der Suche nach Soleis zu helfen, welche eine weitere Jedi war. Nach dem Angriff auf die Stadt unter Coruscants Küste kehrten wenige der Ausgelöschten in Dexters Geheimversteck in der Thagga-Gasse im Orange-Bezirk zurück, um sich zu erholen. Ihr neues Ziel war es, Ferus, der sich in Gefangenschaft von Melorum befand, zu befreien, auch wenn es das Risiko zur Enttarnung erhöhte. Ferus konnte befreit werden und begann als Doppelagent für das Imperium zu arbeiten. Während Ferus Olin für den Imperator arbeitete und insgeheim überlebende Jedi suchte, blieb Dexter auf Coruscant im Geheimversteck der Ausgelöschten im Orange-Bezirk. Er half Ferus und seinen Freunden noch oft, meist um ihnen gefälschte ID-Karten zu besorgen oder um Freunden ein Quartier anzubieten. Auch half er zusammen mit Keith Freely und Karen Caladian einen Treffpunkt für Moonstrike, einer von Flame finanzierten Widerstandsbewegung, zu finden. Kurz darauf wurde die gesamte Thagga-Gasse und somit auch das Versteck der Ausgelöschten von Imperialen zerstört. Die drei konnten durch einen geheimen Lift fliehen. Dexter wurde allerdings angeschossen und schwer verletzt. Um zu genesen, wurde er an einen geheimen Ort gebracht und jeden Tag von der Medizinerin Mallory Lance gepflegt, der Cousine des verstorbenen Rowan Lance. Es ging ihm bald besser. Zusammen mit Keith Freely und Karen Caladian beschloss er daraufhin, Moonstrike nicht beizutreten und unterzutauchen, um auf eine besser organisierte Rebellion zu warten. Später stellte sich heraus, dass Flame eine imperiale Spionin war und dass sie es war, die den Aufenthalt des Verstecks in der Thagga-Gasse an das Imperium weitergegeben hatte.
Jo Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euer Eindruck von Dexter Jetster so ist. Ich finde ihn ziemlich interessant, auch seine Spezies. Ansonsten habe ich euch auf Amazon noch eine geile Dexter-Figur verlinkt. Checkt die mal gerne ab, wenn ihr wollt. Ich habe euch auch einen allgemeinen Amazon-Link in die Beschreibung gepackt. Aber ihr könnt über die Links natürlich alles Mögliche kaufen und nicht nur das, was ich verlinke. Und somit eure Privateinkäufe darüber tätigen und supportet mich so kostenlos. Natürlich vollkommen optional, ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.